Hallo, ich heiße Lena. Ich lerne schon seit einem Jahr Deutsch und ich liebe diese Sprache. Manchmal ist sie herausfordernd, aber das macht sie auch so spannend. Mein großes Ziel? Endlich auf Deutsch denken. Nicht mehr ins Deutsche übersetzen, sondern direkt fühlen, verstehen und sprechen. Im Laufe der Zeit habe ich viele kleine Tricks entdeckt, die mir dabei helfen. Heute zeige ich dir 10 davon. Praktisch, alltagstauglich und wirklich wirksam. Mein Alltag wird auf Deutsch. Ich tauche mich so viel wie möglich in die Sprache ein. Mein Handy ist auf Deutsch eingestellt. Am Anfang war das ungewohnt, aber jetzt lerne ich jeden Tag neue Wörter ganz nebenbei. Ich lese Nachrichten oder kurze Artikel auf Deutsch. Verstehe ich alles? Nein. Aber ich schaue mir die Bilder an, rate den Sinn und lasse die Sprache auf mich wirken. Statt im Wörterbuch Englisch-Deutsch zu suchen, benutze ich lieber ein rein deutsches Wörterbuch. So lerne ich Wörter durch andere deutsche Wörter zu verstehen. Das trainiert mein Gehirn, auf Deutsch zu denken. Auch meine Einkaufsliste schreibe ich auf Deutsch. Brot kaufen, spazieren gehen, eine Nachricht an meine Freundin schreiben. Kleine Sätze, aber sie bringen mich jeden Tag ein Stück weiter. Zweitens. Den Tag im Kopf nochmal auf Deutsch durchspielen. Bevor ich abends einschlafe, erzähle ich mir meinen Tag auf Deutsch. Heute Morgen bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Danach habe ich geduscht und einen Kaffee getrunken. Ich habe Toast mit Marmelade gegessen und bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Es hat geregnet, also war ich nass. Am Anfang fehlen oft die Wörter, aber mit der Zeit wird es flüssiger. Manchmal träume ich sogar auf Deutsch und das fühlt sich fantastisch an. 3. Weniger übersetzen, mehr umschreiben. Früher habe ich jedes unbekannte Wort sofort ins Englische übersetzt. Heute versuche ich, es anders zu erklären. Wenn mir das Wort Zahnbürste nicht einfällt, sage ich einfach, das ist das Ding, mit dem ich meine Zähne putze. Oder ich zeige es mit einer Geste. Manchmal suche ich auch nach einem Bild. Oft sagt ein Foto mehr als eine Übersetzung. Und wenn ich doch nachschlage, dann im deutschen Wörterbuch. So bleibe ich in der Sprache und verlasse sie nicht ständig. 4. Verstehen durch Kontext, nicht Wort für Wort. Beim Lesen oder Zuhören versuche ich nicht, jedes Wort zu übersetzen. Stattdessen achte ich auf den Zusammenhang. Wenn jemand sagt, es ist kalt heute, ich ziehe meinen Pullover an, dann weiß ich, dass Pullover etwas Warmes zum Anziehen ist. Bei Videos beobachte ich Mimik, Gesten und Tonfall. Wenn jemand „Ich habe Hunger“ sagt und sich dabei den Bauch hält, brauche ich keine Übersetzung, ich verstehe es einfach. So lerne ich, die Sprache als Ganzes zu erfassen, nicht als Puzzle aus Einzelteilen. 5. Kleine Dialoge im Kopf proben. Ich überlege mir typische Situationen. Im Café, beim Arzt, im Supermarkt. Dann übe ich die Sätze laut. Guten Tag, ich hätte gerne einen Cappuccino. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof?
Können Sie mir helfen? Manchmal spiele ich beide Rollen, als wäre ich im Gespräch mit jemandem. Das klingt vielleicht komisch, aber es hilft enorm. Mit der Zeit fühle ich mich sicherer, weil ich weiß, ich kenne diese Sätze, ich kann sie. 6. Meine Umgebung laut beschreiben. Wenn ich allein bin, spreche ich einfach drauf los, auf Deutsch. Auf meinem Tisch steht eine Tasse Kaffee. Sie ist weiß und dampft leicht. Draußen scheint die Sonne, der Himmel ist blau und ein paar Vögel zwitschern. Später füge ich Details hinzu. Die Tasse ist aus Keramik und der Kaffee riecht nach Haselnuss. Manchmal mache ich es lustig. Meine Katze liegt auf der Couch und tut so, als wäre sie eine Prinzessin. Das macht Spaß und trainiert mein Gehirn, automatisch auf Deutsch zu denken. 7. Ein Tagebuch auf Deutsch führen. Jeden Abend schreibe ich ein paar Sätze in mein Notizbuch. Nicht perfekt, aber ehrlich. Heute war ein guter Tag. Ich habe einen Spaziergang im Park gemacht und dabei an nichts gedacht, nur an die frische Luft. Oder ich habe das Wort Gemütlichkeit gelernt. Es ist schwer zu erklären, aber es fühlt sich warm und friedlich an. Nach dem Schreiben lese ich laut vor. Das verbessert meine Aussprache und mein Sprachgefühl. 8. Bilder beschreiben ohne Übersetzung. Ich suche mir Fotos im Internet, Straßen, Märkte, Landschaften und beschreibe, was ich sehe. Da ist eine ältere Frau mit einem roten Schal. Sie hält eine Tüte Brot in der Hand und lächelt. Dann erfinde ich eine kleine Geschichte dazu. Vielleicht backt sie heute Abend Kuchen für ihre Enkelkinder. So lerne ich neue Wörter, ohne sie auswendig zu büffeln. Sie entstehen einfach aus dem Bild. 9. Mit Muttersprachlern sprechen. Mutig sein. Ich suche bewusst Gespräche mit deutschsprachigen Menschen. Im Café frage ich, was können Sie empfehlen? Im Laden, haben Sie diese Jacke auch in Grün? Ich habe gelernt, Fehler sind okay. Die meisten Menschen freuen sich, wenn jemand ihre Sprache lernt und helfen gern. Jedes Gespräch macht mich ein bisschen sicherer. 10. Deutsch sprechen, wann immer möglich. Ich nutze jede Gelegenheit, Deutsch zu benutzen, auch wenn niemand zuhört. Beim Kochen sage ich schneide jetzt die Zwiebeln. Sie riechen stark, aber sie schmecken gut. Mit Freunden üben wir Rollenspiele, Restaurant, Bahnhof, Arzttermin. Wir lachen viel und lernen dabei. Ich erinnere mich immer wieder, Deutsch ist nicht nur etwas, das ich lerne, es ist etwas, das ich lebe. Und zu guter Letzt Geduld haben. Sprachen brauchen Zeit. Manchmal fühlt es sich an, als würde ich mich nicht verbessern, doch dann verstehe ich plötzlich einen ganzen Satz im Radio. Oder ich denke einen Gedanken und merke erst danach, hey, das war auf Deutsch. Jeder kleine Fortschritt zählt. Ich feiere ihn und mache weiter. Denn ich liebe die deutsche Sprache und ich weiß, mit jedem Tag komme ich meinem Ziel näher. Nicht nur Deutsch zu sprechen, sondern auf Deutsch zu denken. Danke, dass du bis hierhin dabei warst. Schreib doch gern in die Kommentare, welches deutsche Wort hast du heute gelernt? Oder welches gefällt dir besonders gut? Bis bald und mach weiter so.